Hi Leute, schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Ich habe heute eine Heißluftfritteuse von ICA für euch. Sie hat eine Kapazität von 7 Liter. Die hat genau die richtige Größe für uns zu Hause. Haushalt mit 2 Kindern. Sie kommt ganz ohne Öl aus. Ist logisch, ist eine Heißluftfritteuse. Sie hat ein LED-beleuchtetes Touchscreen und ist multifunktional. Also mit den Heißluftfritteusen kann man zum Beispiel auch backen oder seinen Steak braten. 63 Grad Zirkulation herrscht da drin und der Hersteller gibt euch 2 Jahre Garantie da drauf. Vom Bild her schaut sie vom Design gar nicht mehr so schlecht aus. Modellnummer ist die KSAF06 und wir packen dieses Gerätchen jetzt einmal aus. Als erstes haben wir hier oben Gebrauchsanweisung ist drin und dann haben wir hier so ein Gitter. Ich denke mal, das kommt dann unten hier in die Schublade rein. Müssen wir mal gucken, wo da oben reinhängt. Bei meinen bisherigen Heißluftfritteusen war sowas nicht dabei. So, wir haben hier Kartonverpackung. So, Plastikfolie eingepackt. So schaut das Gerätchen dann aus. Wir haben hier unten dann, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Edelstahl-Küchengeräte nicht so mag, weil da habt ihr nämlich sofort wieder einen Fingerabdruck drauf, wenn ihr nicht aufpasst. Es ist jetzt hier eben Edelstahlverkleidung. Wir haben hier wieder Plastik. Auf den ersten Blick finde ich, ist es sehr gut verarbeitet. Es steht auch nichts über von diesem Oberteil. Hier ist das Display unter einer Schutzfolie geschützt. Dann haben wir hier eine Schublade. Gut, so schaut das aus. Da habt ihr nämlich hier einen Karton mit drin. Den tun wir gleich raus. Ich ziehe jetzt einmal das Folie von der LED-Anzeige ab. Normalerweise mache ich das immer ungern, weil das für mich immer ein zusätzlicher Schutz ist für die Fritteuse oder fürs Display. Ich hebe sie mir jetzt einmal auf. Ihr habt jetzt die Vorderseite gesehen. Wir heben das jetzt einmal nach hinten. Auf der Rückseite seht ihr hier diese Luftauslässe, was wichtig ist, dass der Dampf eben entweichen kann. Warnzeichen ist dabei und auf jeden Fall, wenn ihr es irgendwo hier hinten hinstellt, immer etwas Abstand lassen, damit hier der Dampf schön entweichen kann. Hier ist eben der Anschluss und ich denke mal eben auch, weil eben dieses Warnzeichen dort ist, ich würde jetzt das Gehäuse während des Betriebs auch nicht anfassen, könnte heiß werden, besonders auch da oben. Wir drehen jetzt das nochmal um. Die Maße sind 29 x 32 x etwa 31 Höhe. So viel Platz braucht ihr dann auf eurem Küchenfeld. Die Schublade hatte ich ja vorhin aufgemacht. 7 Liter passen hier rein. Die Heißluftfritteuse hat 1600 Watt, kann bis zu 200 Grad heiß werden. Es gibt einen Timer, den könnt ihr bis 480 Minuten einstellen, also 8 Stunden Laufzeit, also 8 Stunden Timer habt ihr. Dann könnt ihr auch längerfristige Gerichte darin zubereiten. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Gulasch oder an Rinderrouladen, die halt ein bisschen länger schmoren müssen. Das ist bestimmt da drin nämlich auch mal möglich. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber das wäre jetzt zum Beispiel diese Idee. Oder eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, zum Kuchenbacken. Das wäre jetzt eine Idee. Die Anleitung ist in 5 Sprachen verfasst. Erfreulicherweise ist auch Deutsch dabei, was sie besonders für den deutschen Markt interessant macht. Hier habt ihr die Erklärung der einzelnen Teile und es hier wird geraten eben, bevor ihr die in Betrieb nimmt, sie auf Beschädigungen zu untersuchen und bevor ihr sie benutzt, solltet ihr sie erst einmal abwischen und die Schublade reinigen und der erste Betrieb soll ohne Lebensmittel stattfinden, weil es kann ja zum unschönen Geruch kommen oder Dämpfe freigesetzt werden, die jetzt dann nicht unbedingt im Essen haben wollt. Das probieren wir jetzt dann gleich aus. Ansonsten werden halt die verschiedenen Funktionen erklärt, sonst ist eigentlich die Gebrauchsanweisung ganz einfach gehalten. Eigentlich müsste es dann selbsterklärend sein, besonders für die, die schon mal eine Heißluftfritteuse hatten. Auf der Seite ist zum Beispiel auch nochmal erklärt, welches Symbol wie viel Grad erreicht es. Beziehungsweise
wie viel Grad kann man denn in diesem Modus überhaupt einstellen? Also es gibt verschiedene Sachen, es gibt was fürs Gemüse, für den Fisch, sogar die Pizza zum Aufwärmen. So, okay, wir stecken das Ganze jetzt einmal ein. Nein, nicht einmachen, wir müssen es ja erst einmal sauber machen. Ne? Das machen wir jetzt auch. Gut, ich habe es jetzt gereinigt, ich habe nur nachgelesen. Also ihr habt zwar einen Timer für bis zu 8 Stunden, aber ihr solltet das Gerät nur bis zu 4 Stunden im Dauerbetrieb lassen, sonst könnte es beschädigt werden. Ich habe jetzt hier nachgeschaut, wir haben jetzt eben dieses Rack da. Das ist jetzt zum Beispiel dazu da, wenn ihr zum Beispiel Pommes macht und Fett runter tropft oder ihr macht zum Beispiel so Hähnchenschenkel direkt drin, dann legt man sie ja nicht in die Schublade rein, sondern man legt es ja da oben drauf. Hier habt ihr sogar einen Pfeil, in welche Richtung soll es zeigen, nämlich in diese da. Ich tue jetzt bei der ersten Inbetriebnahme, tue ich jetzt das Rack auf jeden Fall mit rein. Es hat hier so Gumminoppen. Ich tue das jetzt hier mal rein. Das mit dem Rack ist eine Übungssache. Ich hoffe, ich habe den auch richtig rum drin. Ich habe ihn jetzt hier mal so reingetan. Also ihr seht hier, diese Gumminoppen dienen als Abstandshalter, weil von meiner alten Fritteuse kenne ich es halt so, dass hier in dieser Schublade noch ein extra Gitter drin hängt, was man rausnehmen kann. Und das ist im Endeffekt hier eingelegt. Beim Rausnehmen aufpassen, dass es nichts verkratzt, denn eben die Schublade und das Rack hat eine Anti-Haftbeschichtung und nach einer gewissen Zeit könnt die euch kaputt gehen und dann funktioniert es nicht mehr so gut und die Speisen kleben dann eher dran. So, okay, ich tue es jetzt einmal da rein, die Schublade. Wir stecken uns das mal an. Ich habe jetzt eingesteckt. Es erscheint dieser Start- und Stopp-Knopf. Ihr klickt einmal drauf, dann kommen die ganzen Symbole zum Vorschein und erfreulicherweise sind die Menüpunkte sogar in farbig gehalten. Hier könnt ihr die Temperatur einstellen, hier den Timer und hier die ganze Sache starten. Bevor wir aber das starten sollen, soll man einmal Menü drücken, dann irgendetwas auswählen, was man halt gerne haben möchte. Bei Temperatur könnt ihr hier, wenn es blinkt, die Temperatur einstellen, machen wir 180 Grad. Dann zum Beispiel die Zeit einstellen. Dann zum Beispiel. Jetzt habe ich das Menü Pommes angegeben. Ich habe jetzt bei mir 180 Grad eingestellt, nur 10 Minuten. Dann können wir die ganze Sache hier starten. Über die Taste könnt ihr den ganzen Prozess auch wieder stoppen. Ich muss aber dazu sagen, der Motor läuft dann noch 60 Sekunden weiter. Es wird aber nicht mehr geheizt. So, wenn das jetzt hier seinen Dienst tut, könnt ihr aber auch während des Garprozesses die Schublade rausziehen. So, da finde ich es auch toll, dass es hier nicht so eine fingerabdruckanfällige Oberfläche, weil wenn ihr es rausziehen wollt, ich mache immer so, ich tue immer den Daumen dahin, dann könnt ihr es leichter rausziehen. Ihr habt es gehört, es stoppt sofort. Wenn ihr die Schublade jetzt 10 Minuten so stehen lässt, dann bricht euer Programm komplett ab. Wenn ihr es innerhalb von 10 Minuten wieder rein schiebt, die Schublade, geht das Programm einfach weiter, wie bisher. Ich mache das ja bei den Pommes auch. Ich schüttel es noch ein bisschen durch, tue halt Salz drüber und dann kommt sie wieder rein. So, wir machen es wieder zu. So, und dann hört ihr, geht von selbst weiter. So, und während des Garprozesses kann man auch die Temperatur einstellen und auch nochmal die Zeit. Dann tun wir es nochmal raus. Ihr hört, es stoppt alles, es stoppt der Motor, es stoppt das Heizbetrieb. Dann wieder rein. Und es geht weiter. Ich lasse das jetzt einmal laufen bis zum Ende, dann gucken wir weiter. Wir sind jetzt am Ende des Garprozesses angekommen. Es piept 5-mal hintereinander. Ihr seht hier den Schriftzug Off. Jetzt hat es sich ausgeschaltet. Der Motor läuft eben, wie schon gesagt, dann nochmal 60 Sekunden weiter. Und nach 30 Sekunden geht es komplett dann in den Standby-Modus. Dann seht ihr hier nur noch den Startknopf.
So ist die Sache, ne? Was ich gut finde, auch wenn die Schublade da drin ist, es zeigt nur den Standby-Modus an. Bei meiner alten Fritteuse ist leider so, ich muss die Schublade die ganze Zeit so geöffnet lassen. Weil dann ist immer noch im Standby-Modus, aber es ist nicht das ganze Bedienfeld aktiv. Egal wie wir es probiert haben, es ist nicht weggegangen. Also haben wir uns entschlossen, immer die Schublade ein bisschen offen zu lassen. Finde ich auf da eben nicht so toll, weil kommt ja hier dann auch Dreck rein. Habt es dann rausgenommen, tut euer Essen rausnehmen, aufpassen, wenn ihr es jetzt abstellt, auf eine hitzebeständige Unterlage, denn ihr seht es ja hier ist ja dieser Pfannenboden und der ist auch schön heiß. Ich stelle den hier einfach auf die Arbeitsfläche. Habt ihr alles entnommen, abkühlen lassen und am besten immer gleich danach reinigen. Für eine lange Lebensdauer empfehlen es eben mit der Hand zu spülen. Ihr könnt das sogar in den Geschirrspüler rein tun. Würde ich jetzt auch wegen den Flächen wahrscheinlich eben auch eher mit der Hand spülen und das geht relativ schnell. Sind da hartnäckige Schmutzanteile drin, mit Spülmittel einweichen und danach sauber machen. So, und habt ihr es dann alles sauber gemacht, könnt ihr es dann wieder reinstecken und das Gerät ist in Standby. Wenn ich jetzt hier so hinfasse bei den Edelstahlelementen, dann auf die Plastikelemente. Also hier, die werden warm. Das Display bleibt kalt. Hier oben ist der Luftauslass. Da wird es natürlich auch warm. Das hier bleibt davon verschont. Ist auch gut für die Elektrik. Was ich dann auch noch festgestellt habe, wenn Sie jetzt einfach nur so sieht, geht nichts. Also die Schublade bleibt drin. Ihr müsst dann schon ein bisschen Druck ausüben, dass es rauskommt. So, wir stellen es jetzt mal hin. Ich kann jetzt, ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist. Jetzt ist das Ganze abgekühlt. Wir schauen uns jetzt auch noch das Innere an. Das interessiert mich persönlich immer, denn ich mag das nicht, wenn da zu viele Ecken und Kanten sind und man kann es nicht richtig sauber machen und nach einer gewissen Zeit schaut es einfach auch da oben ekelig aus. Ich kenne es, ich habe jetzt schon 2 Heißluftfritteusen gehabt. Das ist hier die 3. Mal gucken. Von der ersten von mir überhaupt gibt es sogar auch noch einen Blogartikel, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Gibt es nämlich immer noch. So sieht das obere von der Heißluftfritteuse aus. Es ist eine offenliegende Heizspirale. Es ist kein Gitter dazwischen, was ich von Vorteil finde bei der Reinigung, denn ihr könnt es nämlich hier super um diese Spirale rundum wischen, ohne dass ihr irgendwo hängen bleibt. Da oben ist auch dieses Rad, das sich dann auch dreht, um die Zirkulation zu erzeugen. Und da haben sie schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, was mir noch besser gefallen würde, wenn man mal das ganze Zeug rausmachen könnte und einfach zu reinigen. Das wäre auch noch optimal, aber ich denke mal, da würde diese Heißluftfritteuse noch mehr kosten. Und ich habe mal nachgeschaut, von der Kapazität, vom Design her und vom Preis her ist der Preis vollkommen angebracht, auch wenn es gerne auch mal günstiger haben möchte. Immer dran denken, wenn ihr das benutzt habt, auch regelmäßig hier unten durchzuwischen und hier eben. Und das hier unten ist aus Kunststoff, also einen hochwertigen Kunststoff, nicht so ein billiges Zeug, was es sonst noch gibt. Könnt ihr das wieder da reinstecken und schon ist wieder bereit für euren nächsten Gang. So, jetzt machen wir den zweiten Durchlauf. Ganz klassisch mit Pommes, was die Kinder natürlich lieben. Hier steht eben auch drin Backofen, Fritteuse oder Heißluftfritteuse, ganz neu. Und hier steht ca. 1200 Watt. Da ist die Heißluftfritteuse gut dabei, 1600 Watt. Ich denke mal, das wird dann gut werden. So. Wir holen uns die jetzt raus, die Schublade. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie viel wir da rein tun. Also ich denke, wenn man die Packung anschaut und hier die 7 Liter Kapazität, könnte theoretisch sogar die ganze Packung hier reinpassen. Können Sie mal probieren. Das sind jetzt 1000 Gramm. Da schaut's her. Passt komplett hier rein. Wow, also 1 Liter größer als unsere alte. Ich nehme jetzt wieder was raus, weil so viel wollen wir nicht. So viel habe ich jetzt drin gelassen, ungefähr 3/4 Packung ist jetzt drin. Aber wie ihr gesehen habt, ihr könnt die ganze Packung da rein. Dann anschalten, Menü auswählen. Wir machen hier Pommes. 200 Grad, wie viel Time hat es? 20. Also ich würde mal sagen, nach 10 Minuten ziehen wir es mal raus und schauen rein. Tun ein bisschen Salz drüber und dann geht es weiter. Also passt hier, Temperatur passt, Zeit passt mir und los geht's.
11 Minuten sind vergangen und jetzt machen wir eine kurze Probe. So sieht das aus. Ein bisschen Salz rein. Durchschütteln und wieder rein. Und es geht weiter. So, Laufzeit ist um und jetzt schauen wir mal, wie es geworden ist. Also ich finde, passt mit dem voreingestellten Programm 200 Grad und 20 Minuten. Meine Meinung, den ersten Einrichtungsprozess, also einmal laufen lassen, haben wir hinter uns gebracht. Dann haben wir Pommes gemacht, ich habe ja gezeigt, die sind wunderbar nach meinem Geschmack kross geworden. Ich habe es jetzt dann auch gleich gereinigt. Aufpassen hier bei der Schublade, dass er das Gitter wieder richtig rum reinsetzt, also hier mit dem Prägung nach oben. Dann aufpassen beim Reinigen eben, dass er keine spitzen Gegenstände verwendet, sonst beschädigt ihr die Antihaftbeschichtung. Beim Reinigungsprozess finde ich, jetzt ist das nicht so eine optimale Lösung. Ihr müsst eben hier dieses Gitter wieder raustun. Dann müsst ihr es wieder reinsetzen und ich denke, mit der Zeit können diese Gumminoppen kaputt gehen. Man kann es jetzt hier einfach runterziehen, so schaut es dann aus. Ich denke mal, man kann sie dann bestimmt auch nachkaufen. Nur die sind halt, sage ich mal, der Schwachpunkt, wenn sie jetzt das oft benutzt, diese Heißluftfritteuse, und ihr müsst immer rein und raus tun, dass die dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Also wir setzen es jetzt wieder rein. Ein bisschen aufpassen, dass es nicht zerkratzt ist. Schön runterdrücken, dann habt ihr es wieder drin. So. Bei der Reinigung innen solltet ihr das auch regelmäßig mal auswischen. Ihr habt es jetzt gesehen, die Heizspirale liegt eben wieder offen. Die Ecken und Kanten sind auf ein Minimum reduziert. Ihr könnt es also da wunderbar mit dem Lappen reinwischen, dann trocknen lassen und erst dann wieder benutzen. Was die Oberfläche angeht, wie ich schon vermutet habe, sie ist sehr reinigungsanfällig. Also wenn ihr jetzt diese ganzen Fingerdappeln nicht haben wollt, müsst ihr die regelmäßig eben putzen oder hier, dass sich halt der Staub sammelt, ist aber bei jedem Gerät so, dass man das dann regelmäßig mal abwischen sollte. Das Design gefällt mir, schön kompakt, hat auch nicht zu große Größe. Die Kapazität der Schublade mit 7 Liter reicht bei uns mit 2 Kindern vollkommen aus und wenn wir doch ein bisschen mehr machen möchten, müssen wir halt 2 Durchgänge machen und das ist aber auch sehr schnell erledigt. Was ich hier gut finde, man kann die Schublade hier drin lassen und es erscheint hier nur dieses Standby-Symbol. Möchtet ihr es nicht haben, lasst es halt ein Spalt offen. Birgt aber die Gefahr, dass da Schmutz reinkommt. Wenn ihr starten wollt, da draufklicken und schon seid ihr im Bedienfeld. Was mir hier an diesem Display gefällt schon mal, ist, dass die unteren Symbole in Farbe sind, gibt dem Ganzen schon mal was Hochwertigeres. Bedienung ist ganz einfach und intuitiv, besonders wenn ihr schon mal eine Heißluftfritteuse hattet. Programme auswählen, dann könnt ihr auch noch die Temperatur einstellen, die Zeit. Auch während des Garprozesses könnt ihr das sogar noch einstellen. Wählen könnt ihr es hier eben mit diesem Knopf und ihr könnt auch den Garprozess unterbrechen. Ihr könnt es auch währenddessen komplett stoppen. Habt ihr es unterbrochen, Schublade steht ein bisschen draußen, ihr schiebt sie wieder rein, dass das Programm weiterläuft. Gut durchdacht, einfach und nicht zu kompliziert. Wie bei anderen Geräten solltet ihr auf die kleineren Kinder aufpassen, denn nämlich hier diese Flächen außen werden nämlich auch und bei der Schublade auch Acht geben, stellt es auf eine hitzebeständige Unterlage. Mein Fazit: Mit dem Heißluftgerät von IKA bekommt ihr ein zuverlässiges, kompaktes Gerät mit genügend Kapazität für eine Familie, eben 7 Liter. Die unverbindliche Preisempfehlung bei dem Gerät liegt bei 100 Euro. Im Angebot bekommt es auch günstiger. Ich habe jetzt gesehen, so zwischen 76 und 100 Euro. Finde ich das für diese Größe optimal. Also sie steht den anderen Fritteusen in nichts nach eben, die auch diese Größe aufweisen, also gerechtfertigter Preis, finde ich, besonders von dem Design her. Es ist alles super verarbeitet, es steht nichts über, alles passt ineinander, alles funktioniert.
Für mich persönlich ist halt etwas fingerabdruckempfindlich, das tut aber der Funktion dieser Fritteuse nichts ab. Edelstahlverkleidung muss man damit rechnen, dass man es halt dann öfters mal abwischen muss. Klar ist, Heißluftfritteuse wird außen heiß. Ich bin jetzt schon mal positiv überrascht. Wie sie sich in ein paar Jahren zeigt, das sehen wir dann im Dauertest. Besonders interessiert mich, wie denn das ausschaut dann mit der Antihaftbeschichtung in der Schublade, beziehungsweise wie schmutzig ist denn dann irgendwann auch diese Heizspirale. Das war jetzt meine Vorstellung und Ausprobieren von diesem Heißluftgerät von IKA. Ihr findet das Gerät übrigens auch bei Amazon. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis demnächst, eure Petra.